Erst vor wenigen Tagen hat EA offiziell angekündigt, das ehemalige Projekt René nicht zu einem Die Siedler 5 weiterzuentwickeln und die Spieleserie damit zwar nicht direkt sterben zu lassen, stattdessen aber auf andere Art bis zum bitteren Ende weiter zu melken. Dies ist daher die kompakte Geschichte eines der erfolgreichsten Videospiele-Franchises der Welt, welches nun seinem Endgegner gegenüberstehen dürfte. Die Sims entstammen aus der Feder von der Entwicklerlegende Will Wright, der anknüpfend an seine SimCity-Serie ein Spin-off weg von einer ganzen Stadt hin zu einem einzigen Haus mit dazugehöriger Familie erschaffen wollte. So folgte auf das sehr gute SimCity 3000 im Jahr 2000, also vor 24 Jahren, das erste Die Sims, welches sich über Nacht zu einem Phänomen entwickelte. Denn spürbar erstmals konnte der Titel auch reihenweise Frauen an den PC locken und erschloss damit zum Anfang des Jahrtausends eine ganz neue Zielgruppe, welche vorher fast ausschließlich männlich war. Der Titel verkaufte sich über 6 Millionen Mal und war damit so erfolgreich, dass man problemlos 7 Erweiterungen nachschieben konnte, die das Spiel dann um neue Objekte, Skins und Deko-Gedöns erweiterten, die sich ebenfalls wie geschnitten Brot verkauften. Aus heutiger Sicht lächerlich wenig, aber damals damit das erfolgreichste Videospiel aller Zeiten. So folgte aber natürlich folgerichtig bereits im Jahr 2004, ebenfalls noch unter Will Wright, das in allen Belangen verbesserte Die Sims 2, welches unter anderem Nachbarschaften einführte und den ganzen Lebenszyklus vom Baby bis zum Opa abbilden konnte. 2009 folgte Die Sims 3, welches das Konzept ebenfalls deutlich verbesserte und vor allem mit anschaulicherer Grafik glänzen konnte. Durch den Wegfall von Ladezeiten und dem freien Herumscrollen in der Siedlung konnte so die Immersion weiter auf die Spitze getrieben werden. Allerdings wurde bereits hier extrem an der Monetarisierung Schmerzgrenze geschraubt. Wer alles haben wollte, musste somit mehrere 100 Euro auf den Tisch legen und 11 Erweiterungen plus 9 Accessoires-Packs kaufen, sowie im eigenen Ingame-Shop noch viel mehr Geld liegen lassen. Trotzdem war die Serie hier streng genommen auf ihrem Höhepunkt angekommen. Denn dann kam 2014 Die Sims 4, welches zunächst Opfer dieser Content-Ausschlachtung wurde, da es zu Beginn schlicht über viel zu wenig Inhalt verfügte und sich dementsprechend speziell für die Anfangszeit viel Kritik anhören musste. Neu waren aber positive wie negative Emotionen, mehr Mimik und Gestik sowie viel mehr Interaktion der Sims untereinander. Soweit ich mich erinnern kann, gab es damals nicht mal eine Kaffeemaschine, geschweige denn den Pool, bei dem man die Leiter abreißen konnte, sobald ein Sim am Schwimmen war. Egal. Jedenfalls hat die Sims 4 bis heute, also 10 Jahre später, bereits 16 große Erweiterungspakete erhalten und kostet damit, wenn man wirklich alles haben möchte, irgendwas in Richtung 1000 Euro. Da hilft es auch nichts, dass das Grundspiel mittlerweile kostenlos, also Free-to-Play spielbar geworden ist. Ganz im Gegenteil. Viel problematischer ist nämlich, dass die ständigen Erweiterungen des schon sehr alten Codes zu unzähligen Bugs geführt haben, die diverse Kombinationen aus Erweiterungen schlicht unspielbar machen. Eine Sache, die EA nie in den Griff bekommen hat und es streng genommen auch nicht mehr schaffen wird. Wahrscheinlich ist es ihnen auch nicht wichtig genug. Das Spiel ist somit längst reif für einen Nachfolger und er wurde in Form von Projekt René auch eigentlich schon 2022 angekündigt. Eigentlich, denn das damals vorgestellte Konzept wurde längst wieder über den Haufen geworfen. Viele ehemalige Devs haben laut LinkedIn das Projekt schon lange wieder verlassen. Und da muss man sich auch wieder klar machen, dass Electronic Arts kein klassischer Videospiele-Publisher ist, sondern streng genommen ein Konzern, der auf Gewinnoptimierung aus ist, wofür es viele negative Beispiele gibt. Ich werfe einfach mal Dungeon Keeper oder noch viel schlimmer Command & Conquer in den Raum, um das zu verdeutlichen. Jedenfalls hat EA jetzt offiziell bekannt gegeben, dass es ein Die Sims 5 aus Gründen nicht geben wird. Stattdessen möchte man die Marke aber noch nicht sterben lassen, sondern diese lieber auf der aktuellen Basis, da kurzfristig günstiger, bis zum Ende melken. Was man den Fans jetzt als Alternative anbietet, ist zudem, sorry, ein Schlag ins Gesicht.
Aber wenn ihr Fan seid und bis hierher geschaut habt, danke dafür, gerne auch hier der Hinweis, dass ihr die Sims-Add-ons über meinen Partner Instant Gaming deutlich günstiger kaufen könnt und so weniger Geld EA in den Rachen schiebt und damit gleichzeitig diesen Kanal hier unterstützt. Link wie immer oben im i sowie in der Videobeschreibung. So, zurück zur frechen EA-Alternative für die Fans. Denn EA behauptet jetzt einfach mal, dass ihre Zielgruppe viel interessierter an weiteren Die Sims 4 Erweiterungen wären, da der geneigte Spieler keinen Bock hätte, Achtung, nochmal von vorne anzufangen und dann erst umständliche Sim-Charaktere erstellen zu müssen. Ja, das haben sie so gesagt, kein Scheiß. Dabei ist doch genau dieses Herumexperimentieren ein wesentlicher Bestandteil des Spiels. Man investiert das frei gewordene Budget also lieber in neue sinnbefreite Erweiterungen und jetzt haltet euch fest, in einen Die Sims Kinofilm. Und dabei habe ich noch nicht mal den neulich erschienenen Minecraft-Teaser verdaut. I am Steve. Das Schlimmste ist aber, dass, wie schon angesprochen, Die Sims 4 auf technischer Ebene längst über den Zenit hinaus ist. Sie kriegen die Bugs jetzt schon nicht mehr in den Griff. Weiterer Content führt das Ganze also ad absurdum. Es wird aber noch schlimmer. Denn inspiriert von Bethesda, die mit ihrem Creation Club beispielsweise in Fallout 4 bereits kolossal gescheitert sind, möchte man auch selbst zukünftig an den bisher kostenlosen Mods der Fans mitverdienen. So sollen Creator, die das Spiel in Eigenregie seit Jahren pflegen und ohne die EA sowieso schon lange verloren wäre, nun statt kostenlos ihre Machwerke via Ingame-Shop verkaufen und dabei natürlich einen dicken Batzen Provision an EA abdrücken. Inwiefern dieser Shop dann freiwillig sein wird oder gar verpflichtend, wird sich zeigen müssen. Man sollte aber mit dem Schlimmsten rechnen. Erinnert ihr euch eigentlich noch an Die Sims Online? Genau. Denn genau diesen Weg sollen die Reste von Projekt René jetzt gehen. Also eine Live-Service-Plattform für die Sims, in der dann vielleicht jeder Sim von einer echten Person verkörpert wird. Details gibt es hierzu aber fairerweise noch nicht. Wird aber der klassische Sims-Spieler auch diesmal nicht haben wollen, lässt sich aber im Zweifel wunderbar monetarisieren und dann halt im Notfall bei anderen Zielgruppen abkassieren. Denn wenn Live-Service-Games eins können, dann genau das. Statt also an dem festzuhalten, was die Serie groß gemacht hat, läutet man nun nach dem üblichen EA-Schema das unvermeidliche Ende ein. Profit steht vor Gameplay, Geld vor dem Spieler. Geschichte wiederholt sich und streng genommen kann man EA am Ende noch nicht mal einen Vorwurf machen, denn auch damit werden sie wieder erfolgreich genug sein, um weiterzumachen. Dann halt mit einer anderen eingekauften Marke.